Ja, und in diesem Sinne erstmal ganz herzlich willkommen zur Meditation heute. Ich bin der Dirk aus Frankfurt und begrüße euch hier zur Sahaja Yoga Meditation. Der eine oder andere ist vielleicht neu hier. Ihr dürft mir gerne mal in den Chat schreiben, wenn ihr ganz frisch dabei seid, sowohl hier in Zoom als auch auf YouTube und auf Facebook. Und dann können wir das entsprechend auch mit berücksichtigen. Ja, worum geht es in der Meditation? Es geht um einen Zustand zu erreichen, den wir als gedankenfreies Bewusstsein nennen. Ein Zustand, in dem wir im Hier und Jetzt sind und ein Zustand, den wir nur dann erreichen können, wenn wir erleuchtet sind, und zwar im Innersten erleuchtet. Und das ist die Stärke, die in euch liegt. Das ist dieser Diamant eurer Urkraft als Reflexion in euch, die sogenannte Kundalini-Energie. Kundala ist das in 3,5 Windungen aufgerollte Energiepaket in euch. Es ist wie ein unendlicher Magnet, der euch förmlich hier oben mit dem Ganzen verbindet. Genau, dann erstmal herzlich willkommen, Atri, und genau, dann ist das deine erste Meditation heute. Wir freuen uns besonders und für all diejenigen, die jetzt schon länger mit meditieren, die kennen das vielleicht. Wir machen eine Mischung aus praktischer Meditation, so ein bisschen mit Musik untermalt, wo ihr auch selbst etwas mitsingen dürft. Das sind Klänge eher, die ihr mitsingen dürft, die den Effekt haben, dass euer subtiles System dadurch angeregt wird. Ja? Und diese Anregung führt dann dazu, dass ihr im Innersten ruhig werdet und denkt, wow, Frieden. Und das ist auch der Frieden, den die Welt momentan braucht. Und damit ihr aber das genau nach außen transportieren könnt, ist es so wichtig, dass ihr im Inneren stark seid, im Innersten überzeugt, und zwar nicht mit unserem Ego und Superego, wie wir ihn hier so in unserem Kopf haben, sondern in der Form, dass wir einfach im absoluten Hier und Jetzt unsere eigene innere Stärke in uns finden. So, und genau, ich sehe die eine oder andere Frage hier sogar noch dazu. Gehe da auch gleich gerne drauf ein. Was wir hier machen, ist nichts anderes als das, was ihr selbst, jeder von euch, der hier mit dabei ist, in euch tragt. Und ihr könnt, wie die Begründerin von Sahaja Yoga das immer wieder auch gesagt hat, ihr könnt nur dadurch das Licht in euch entfachen, wenn ihr den reinen Wunsch habt und wenn ihr euer eigener Meister werdet. Und diese eigene Meisterschaft, ja, die ist etwas Besonderes. Ja. Und Shramataji hat es mal so formuliert, dass ihr nur dann euer eigener Meister werden könnt, wenn ihr ein reines Herz habt. Und genau darauf möchte ich mit euch heute meditieren. Auf der Qualität des Herzens, auf der Qualität dessen, was uns miteinander verbindet. Die alles durchdringende Kraft göttlicher Liebe, die durch jeden Grashalm fließt, die in jedem Blatt, in jeder Blume, in jedem Tier, in jedem Menschen existiert. Und wir können das mal gemeinsam ausprobieren. Wie gesagt, ganz praktische Übung zum Mitmeditieren. So, da müssen wir ein bisschen was für umstellen, damit die Klänge entsprechend besonders gut klingen.
So, und diese Klänge sind nichts anderes als eine Komposition eurer subtilen Wahrnehmung. Ja, das heißt, diese Wahrnehmung ist etwas ganz Besonderes und wir beginnen mit einem einfachen Teil, der im Fuße unserer Wirbelsäule angesiedelt ist, das unterste Energiezentrum. Und um da einfach erstmal einen Einstieg auch für uns zu finden, die Basis zu legen und gehen dann zum Herzen. Wir beginnen ganz einfach mit einem Klang, der die linke Seite repräsentiert, um unseren Wunsch nach Einheit, nach innerer Stärke zu festigen. Und ihr könnt einfach mit einem Klang A mitsingen. Aus ganzem Herzen, also es ist ganz wichtig, dass ihr einfach aus ganzem Herzen mitsingt. Und runter zu's. Zusammen einfach versucht mal einen Moment zu finden, wo ihr einfach hineingeht in diesen Zustand. Der eine oder andere fragt sich jetzt, ich kann es noch nicht ganz spüren. Wir halten üblicherweise die Handinnenflächen nach oben geöffnet auf den Oberschenkeln. Und um einfach jetzt nochmal gemeinsam einzutauchen in die Meditation, können wir unsere eigene Energie heben, indem wir mit der rechten Hand um die linke herum wickeln und beginnen am Fuße der Wirbelsäule, und dieses ganze Ensemble wandert entlang des Zentralkanals nach oben. Und das machen wir genau einmal für den linken Kanal, ein zweites Mal für den rechten. Wir bestrecken den Kopf in den Nacken, machen 2 Knoten, nämlich für den rechten Kanal. Und ein drittes Mal für den Zentralkanal. Wir bestrecken auch hier wieder den Kopf. Und 3 Knoten. Und geben uns einen Schutz für unsere Aura mit einem Bandern. Für das unterste Energiezentrum mit der Handinnenfläche auf dem Schoß liegend
Und mit der rechten gehen wir von der linken Hüfte bis zur rechten Hüfte herunter. Das war jetzt für das erste, jetzt kommt das zweite. Jetzt für das dritte Energiezentrum. Und ihr könnt mal, wenn ihr hier über euren Scheitel fahrt, mal schauen, ob ihr dort so etwas bereits wie einen warmen oder kühlen Windhauch spürt. Und wenn ihr euch verzählt habt, ist nicht schlimm, gebt euch lieber noch eins. Und haltet dann die Handinnenflächen nach oben geöffnet. Und manchmal ist es so, dass man die Vibrationen, diese feinstofflichen Schwingungen anfangs vielleicht noch gar nicht so richtig wahrnimmt. Man kann einfach mal, um den Energiehaushalt in den Händen etwas anzuregen, einfach mal so ein bisschen die Hände aneinander reiben und legt sie dann tatsächlich einfach mal auf die Erde, auf den Boden oder hält sie, wenn wir auf einem Stuhl sitzen, in Richtung Mutter Erde. Atmen in den Bauch ein, halten den Atem und atmen ganz langsam wieder aus. Und atmen ein, halten und ganz langsam wieder aus. Ein, halten und aus. Und noch ein letztes Mal ein. Und wieder aus. Und behalten diesen Rhythmus einfach bei. Die Hände wieder mit den Handinnenflächen nach oben geöffnet auf unseren Schoß legen. Für das Zentrum in unserem Herzen ist es die Reflexion des Absoluten in uns, das in unserem linken Aspekt reflektiert ist. Und im Zentrum, dort wo das Sternum ist,
ist es die Reflexion der beschützenden Mutter in uns. Einfach mal zum Mithören und dann auch gerne mit singen oder sagen. Sa, re, ma, pa, tha, sa, sa, tha, pa, ma, re, sa, sa, re, ma, pa, tha, sa, sa, tha, pa, ma, re, sa. Noch einmal. Sa, re, ma, pa, tha, sa, sa, tha, pa, ma, re, sa. Und jetzt als Klang A einfach zum Mitsingen.
ma ma re sa ta re sa ta sa sa sa. Und das ist Nyasa, die subtile Reinigung zum Einstieg in Meditation. Und wenn ihr die folgenden Worte von Srimataji als Begründerin der Sahaja Yoga Meditation verfolgt, dann könnt ihr unter Umständen auch diesen kühlen Windhauch auf euren Händen spüren und einfach sehen, dass das, was sie sagt, unsere gesellschaftliche, weltliche, politische, soziale, ökonomische und zwischenmenschliche Situation manchmal sogar bis auf den Punkt genau widerspiegelt. Man sich denkt, wow, da ist so viel Wahrheit drin. Ich habe noch ganz viel Weg Yoga vor mir. Und in diesem Sinne, viel Spaß. Just now, Albert has very clearly described to you the mechanism that is within us, which works out our self-realization. There is a mechanism, no doubt. When we are in this room, we see so many lights, and there is a mechanism behind this. But what we do is to just switch on, and the lights are there. So the whole mechanism is already built within us through our evolutionary process. Now we have reached at a point when we have to achieve the result of the evolutionary process. In the West, people had the quest to find out outside this body. I would say that they tried to find out the knowledge about the tree of life. But when the life is found out from outside, you can go up to a point. And the tree can also grow up to a point. You have to go to your roots. This is the knowledge of our roots. Now, to say that it comes from India or it comes from a particular region is not true. India being an ancient country, of course, they have been able to go deep into it. But even in the Bible, you get
sentences like, I will appear before you like tongues of flames. And these centers really looks like tongues of flames. Then in the Quran also, it is there called as Asas, the Kundalini. It describes that you have to be connected with God. Otherwise, whatever you do in the name of God, you will become cruel and you will be disintegrated. It's clearly said. Same thing in any religion that you read, that you have to have your self-realization. Every religion has talked of the spirit. Every religion has said that you must find out your spirit. Now, when we are ignorant about the spirit, and there are so many people in the market, which I say as a guru shopping going on, people don't know what to expect and what to find. What is self, what is spirit, and why should we get it? As I said, it is the epitome of our evolution. That you have to become the spirit, and that is the truth, that you are the spirit. If you are the spirit, then you have to achieve that state. By this way or that way, that is your birthright, is born with you. That's why we call it Sahaja Yoga. Sahaja means Saha is with, Ja is born with you. That is the yoga, the union with the divine. The divine is the all-pervading power of God's love, which is the subtle of subtler, all-pervading. It exists in everything, and you have to feel it. That's what we call as the cool breeze of the Holy Ghost. Cool breeze of the Holy Ghost. In the Bible, there's no description of Holy Ghost. This Kundalini is the reflection of that Holy Ghost. Holy Ghost is the desire of God. That's the power of God reflected within us as Holy Ghost, as Kundalini, in 3.5 coils, is our pure desire. All other desires that we have are impure. Because we have been desiring for this and that, economic laws are such that in general wants are not satiable. Why? Because those wants are not pure. So this is the power of Kundalini which resides in the triangular bone within yourself. Now when I am telling all this to you, you should not have a blind faith about it, but it's an hypothesis. If you are a scientific person, or if you have a very logical mind, then you must understand that you should not close your mind. You should be with an open mind and see for yourself. If this proves, then it's all right. But you should not be a person who is cynical, who is already challenging me, because what I'm doing is to give you what you have, is to tell you what you have, which is your property. It's your own. I have nothing to do with it as such, but I can't also help it without telling you. This Kundalini has to rise from its seat, which he has shown just now, which is residing in the triangular bone, called as sacrum. Sacrum itself means sacred. That means the Greeks knew about this word, knew about Kundalini, that's why they called it sacred. Now when this Kundalini rises through these various centers, she passes through 6 centers. The 7th center is below her. And this 7th center looks after the glory or the chastity, or we can say it protects the mother Kundalini within us. Now the first center is the most important center. And the first center is the center of our innocence.
When we try to play with our innocence, this center gets spoiled, which has to protect the Kundalini. And when this center is spoiled, we can get into lots of problems. Nowadays, you can hear a big cry about this killer's disease, AIDS. We have to fight it. It's a wrong thing that we have done. One thing we must accept. And then we have to fight it. It's not difficult to fight this disease if you accept that you have lost your innocence. The trouble is, when people started getting the knowledge of the tree, they really went amok. They didn't know what to do with themselves. Now they're finished with this, they're finished with that, so now eat your nose or eat your eyes or eat your teeth, something like that. A maddening wave rushed into people. And they didn't know what to do with themselves, so they started practicing also sex. I would also blame Freud for that. In India, Freud won't be accepted at all. It's nonsense. Nobody can accept a theory where they say that you have all the time feelings of carnal love for your mother. Of course, this is ridiculous for us. But anything new has to be accepted. That's the modern idea. Anything new that comes to you, we must accept. Anything new may not be all right. The other day we were having a banquet, and I had a neighbor who was ambassador from Mexico. And he told me that, I know you don't like Freud and you like Jung, but Jung talked of the same old thing. I said, same old thing, but something new above it. Evolution takes place in that manner, that first you have the tree, and then you have the branches, then you have the leaves, and then you have the flowers, and then the flowers have the fruits. But if somebody just takes out a flower from somewhere and gives you, then you know that it's plastic. It must have some basis. It must have some tradition. It must be in our ancient books. It should be described by people who have lived before. Suddenly, if Mr. Freud comes up and says some new theory, it's like mushrooms. These people come up and start telling stories, and we believe in them. It's a fungus. Now, so I told the gentleman, I said, all right, we have eaten all kinds of food before. We haven't eaten the table. Why not we eat that? Because it's new. In the same way, everything that is new we started accepting. Because this is new, this is a new idea, we should get to it. And it's mad race, I tell you, it's a real mad race. All our attention goes to all these mad things. For example, now the fashions that have started. These are entrepreneurs who are materialists, who want to befool us. All the time changing one fashion to another to another. Now in England, you won't find anybody with any hair now left. Because poor things, they tried with this, that, and that. Lastly, they came to punks. And when I said, now to punks, then what? They said, Mother, you are out of date. Now it is all bald heads. This is what is. We are giving up all our sense, all our thoughts to somebody who is making us play like this. Materialism is for us. We are not for materialism. Matter is for us. We have to dominate this matter. All the time, the spirit is dominating the matter. And when the spirit comes up, then it uses matter for its own purpose. It is not dominated by matter. Nobody can dominate a person who is the spirit. But we are
So können wir nochmal einen Moment lauschen, und zwar einen ganz kurzen Auszug aus einer Rede, in der Srimataji für all diejenigen, die jetzt noch das erste Mal vielleicht hier dabei sind, die Selbstverwirklichung gibt und einfach zum Mitmachen. Und Selbstverwirklichung ist der Moment, in dem euer Selbst, das im Herzen residiert, über dem Scheitel eins wird mit dem Ganzen, und das ist Yoga. Yoga bedeutet Einheit. Don't feel guilty. Fühlen Sie sich nicht schuldig. Now, please put your left hand towards me Halten Sie bitte Ihre linke Hand zu mir and right hand on the heart. und legen Sie die rechte Hand auf dem Herzen. Keep both the feet parallel on the ground. Legen Sie beide Füße parallel flach auf den Boden Please close your eyes und machen Sie die Augen bitte zu. and don't open them till I tell you. Und machen Sie die nicht auf, bis ich Ihnen sage. Now here resides the spirit. In diesem Zentrum residiert der Geist. So now you have to ask me a question, closing your eyes, in your heart, a question. You can call me Shri Mataji or Mother, whatever suits you. Mother, am I the spirit? Mother, am I the spirit? Mother, am I the spirit? Ask this question 3 times. Jetzt müssen Sie eine Frage stellen in Ihrem Herzen. Und Sie können mich Srimataji oder Mutter nennen und fragen Sie 3-mal, Mutter, bin ich der Geist? Srimataji, bin ich der Geist? 3 times, please. Fragen Sie 3-mal vom Herzen. Now, without opening your eyes, put your right hand, your fingers, in the upper part of the abdomen and press it hard Jetzt ohne die Augen on the left hand aufzumachen. side. Legen Sie Ihre rechte Hand auf der linken Seite des Bauches, auf der Taille und drücken Sie ein bisschen fest unter den Rippen. Now here ask a question in your heart 3 times again, which follows the first question, that if you are the spirit, you are your own master, you are your own guru, you are your own guide. So please ask a question again, Mother, am I my own master? 3 times, please. An dieser Stelle stellen Sie die Frage, die auf dem ersten folgt. Weil wenn wir den Geist sind, dann müssen wir fragen, Srimataji, bin ich mein eigener Guru? Bin ich mein eigener Meister? Bin ich mein eigener Führer? Fragen Sie 3-mal. With full attention, with concentration, you have to ask this question. Sie müssen die Frage stellen mit voller Konzentration und voller Aufmerksamkeit. Lot of heat. Wow. Now, please take your hand in the lower part of your abdomen on the left hand side and press it hard. Jetzt legen Sie Ihre rechte Hand ungefähr 30 cm tiefer und drücken Sie fest auf der linken This is the Seite. center that works out all the divine laws. Das ist der Zentrum, wo alle die göttlichen Gesetze ausgearbeitet werden. This is the center that gives you the pure knowledge. Es ist der Zentrum, der uns den reinen Wissen gibt.
But I cannot force you, as I have told you before. You have to say that you want pure knowledge. Aber ich kann Sie nicht zwingen. Wie ich schon gesagt habe, Sie müssen sagen, dass Sie diese reine Wissen haben wollen. So now please ask in your heart, Mother, may I have the pure knowledge? So jetzt fragen Sie in Ihrem Herzen, Mutter, kann ich bitte das reine Wissen haben? This you have to ask 6 times because this center has got 6 petals. Das müssen Sie 6-mal fragen, weil dieses Zentrum 6 Blätter hat. With this asking, your Kundalini starts moving. Wenn Sie anfangen zu bitten, dann fängt die Kundalini an, sich zu bewegen. Now, raise your right hand in the upper portion of your stomach on the left hand side. Jetzt heben Sie Ihre rechte Hand wieder und legen Sie es wieder auf der Taille, auf der linken Seite. And press it there. Und drücken Sie wieder ein bisschen unter den Rücken. Here with full confidence. You have to say, because this is the center of mastery, you have to say, Mother, I am my own master. Say it 10 times, please. In diesem Zentrum müssen Sie mit voller Selbstbewusstheit sagen, Mutter, ich bin meine eigene Meister, ich bin mein eigener Guru. Sagen Sie es 10-mal bitte. Now, raise your hand to your heart again. Jetzt legen Sie Ihre Hand wieder auf Ihrem Herzen. This center has got 12 petals. Dieses Zentrum hat 12 Blätter. Here with full confidence again, you have to say, Mother, I am the spirit, 12 times, so the Kundalini rises through this chakra. Hier müssen Sie 12-mal sagen mit viel Selbstbewusstheit. Mutter, ich bin der Geist. Wenn Sie das stark sagen, dann kann die Kundalini durchdringen durch dieses Zentrum. Uh, 12 times. Sagen Sie es 12-mal mit voller Glauben. Now please raise your hand, right hand, left hand towards me and right hand, on the corner between the shoulder and the neck, and press it hard and turn your head to the right. Jetzt, Sie halten Ihre linke Hand immer noch zu mir und der rechte Hand legen Sie dort, wo der Nacken anfängt. Legen Sie es auf dem Schulter, dort, wo der Nacken anfängt, ein bisschen nach hinten und drücken Sie fest. Drehen Sie Ihren Kopf ein bisschen nach rechts. Please take your hand across. Der Hand muss von vorne kommen, nicht von hinten. Und auf der linken Schulter. From right to left.
der rechte Hand auf der linken Schulter. And then turn your head to another side, right side. Und dann drehen Sie Ihren Kopf nach rechts, auf der linken Schulter. Now, here with full confidence, you have to say, Mother, I am not guilty, 16 times. Hier müssen Sie mit voller Glaube, mit voller Selbstglaube, müssen Sie sagen, Mutter, ich bin nicht schuldig. 16 Mal. Mutter, ich bin nicht schuldig. If you still feel guilty, some of you, you can say to punish yourself 108 times. Wenn Sie sich immer noch schuldig fühlen, dann können Sie das 108 Mal sagen, damit Sie eine Strafe haben für sich selbst. I have told you, you have to be pleasantly placed towards yourself. Ich habe gesagt, Sie müssen freundlich zu sich selbst fühlen. Now, please place your right hand on top of your forehead. And here you have to say, Mother, I forgive everyone. And press it on both the sides. Jetzt legen Sie Ihre rechte Hand über den Stern und drücken Sie auf beide Seiten und sagen Sie, Mutter, ich verzeihe jedermann. It is not how many times, but from your heart. Please say, I forgive everyone. Es ist nicht wichtig, wie oft Sie das sagen, aber sagen Sie es vom Herzen. Mutter, ich verzeihe jedermann. People say it is difficult, but it is a myth. Leute sagen, dass es schwierig ist, das zu machen, aber das ist nur ein Mythos. If you forgive or if you don't forgive, it is a myth. Ob Sie verzeihen oder nicht verzeihen, ist es eigentlich ein Mythos. But when you don't forgive, you play into wrong hands. Aber wenn Sie nicht verzeihen, dann sind Sie falsche Leute ausgeliefert. So please put your hand on top of your forehead across and press it on both the sides, and from your heart say, Mother, I forgive everyone. So legen Sie Ihre rechte Hand über den Stirn und sagen Sie vom Herzen, Mutter, ich verzeihe jedermann. Now, take this hand on the back side of your head and put your hand up, head upwards. Jetzt legen Press Sie your head upwards. Jetzt legen Sie Ihre rechte Hand auf der hintere Teil des Kopfes und drücken Sie den Kopf zurück. Und schauen Sie, also mit den Augen zu, aber mit dem Kopf nach oben. Und drücken Sie mit der Hand. Now for your own satisfaction, you have to say, Mother, if I have done any mistake, please forgive me. Jetzt für Ihre eigene Befriedigung müssen Sie sagen, Mutter, wenn ich irgendwelche Fehler gemacht habe, bitte verzeih mir. From your heart. Vom Herzen. Now, raise your hand and stretch your palm
And please put the center of your palm on top of the frontal nail bone area and press it hard on top of your head. Jetzt 7 times. Jetzt strecken Sie Ihre Hand und legen Sie die Handfläche auf der Fontanelle, auf diese Stelle, wo Sie als Kind eine weiche Stelle hatten. Und drehen Sie den Kopf halt und drehen Sie das 7-mal. Now here you have to say, I cannot force you, you have to ask, Mother, please may I have my realization. Or Mother, please give me my realization. Please say it 7 times. Und hier müssen Sie bitten, ich kann Sie nicht Move it zwingen. clockwise. Jetzt bewegen Sie Ihre Hand in Uhrzeigersinn, mit der Hand gestreckt und bitten Sie, Mutter, bitte gib mir die Selbstverwirklichung. Take down your hand, please. Jetzt bitte nehmen Sie Ihre Hand wieder runter. Please put both the hands towards me. Please open your eyes. Legen Sie beide Hände zu mir und machen Sie die Augen auf. Please open your eyes slowly. Langsam machen Sie die Augen auf. Now put the right hand towards me, and with the left hand you can feel on top of your head, is there a cool breeze coming in? Mit der The rechten right Hand, hand towards me. der rechte Hand Right zu mir, hand towards me. der left rechte hand. Hand zu Sri Mataji und mit der linken Hand fühlen Sie über dem Kopf, ob Sie eine Little coole higher, Brise about spüren. 4 or 5 inches. Some people get it here also. Sie können ein bisschen Higher, höher higher, probieren, vielleicht higher. 10 Zentimeter, manche Leute spüren das schon bei 20 Zentimeter. Probieren Sie ein bisschen There's a höher. cool breeze. Don't doubt yourself. Put attention here. Haben Sie keinen Zweifel an sich selbst? Haben Sie die Aufmerksamkeit auf dem Scheitel? Now the left hand towards me, Und jetzt die linke Hand zu Sri Mataji. and the right hand on top of your head. Und mit dem rechten Hand über dem Kopf fühlen. There may be little heat coming, doesn't matter, little higher. Vielleicht kommt ein bisschen Hitze, aber das macht nichts. Spüren Sie ein bisschen höher, fühlen Sie ein bisschen höher. Now the right hand towards me and the left hand. Jetzt wieder mit der rechten Hand zu Sri Mataji und mit der linken Hand fühlen. You may put both your hands on top of your head like this Jetzt halten Sie beide Hände in der Höhe and ask a question. Is this the cool breeze of the Holy Ghost? und stellen Sie die Frage, ist das die coole Brise des Heiligen Geistes? Is this the Brahma Shakti? Ist das der Brahma Shakti? Is this the divine Ruh? Ist das der göttliche Ruah? There's a gentleman disturbing there. Please, upstairs, see that he goes up. Now, please, take it down. Jetzt legen Sie die Hände wieder hin. See for yourself. Do you feel cool breeze in your hand? Jetzt schauen Sie, Little higher. spüren Sie cool. Halten Sie die Hände ein bisschen höher, in Richtung von Sri Mataji. Spüren Sie eine coole Brise auf den Händen? Now watch me without thinking. Jetzt schauen Sie Sri Mataji zu, ohne zu denken. Can you do it? Können Sie das machen? Got it.
Sie haben es gekriegt. Those who have felt cool breeze in the head or in the hands, raise both the hands. Die Leute, die coole Brise in den Händen geführt haben oder auf dem Kopf, halten Sie die Hände, beide Hände in der Höhe. Look at that. Austria. Great. Fantastisch. So many of you. So viele. Will feel very peaceful tonight. Don't discuss it. Some did not feel all right. Doesn't matter. Manche Leute haben es vielleicht nicht gespürt, das macht nichts. But don't discuss, don't talk, anyone. Aber reden Sie lieber nicht drüber. In silence, you go and sleep, and tomorrow again you come. We'll have to give to those who haven't got it, and those who have got it will get it fixed. Heute Abend werden Sie sich sehr ruhig fühlen und sehr friedlich. Kommen Sie morgen und wir werden Sie helfen, das weiterzuentwickeln. Und diese Leute, die das noch nicht gespürt haben, können wir morgen helfen. Also call your friends. Sagen Sie alle Ihre Freunde. Those who haven't got it should not feel disappointed. They'll all get it. Die Leute, die es nicht gekriegt haben, sollten sich nicht enttäuscht fühlen. Sie werden es kriegen. But don't think about it because you'll lose your vibrations, you'll come down. Aber denken Sie nicht darüber nach, sonst verlieren Sie die Vibrationen. Sie kommen dann runter mit der Aufmerksamkeit. May God bless you all. Dass Gott euch segne. मैं तो केवल तुमको ही मान
Ja, ich hoffe, ihr konntet das so ein bisschen genießen und die Stille in euch entdecken. Und wir können zum Abschluss uns unsere eigene Energie noch einmal heben, die Kundalini, und uns ein Bandeln geben, einen Schutz, und damit einfach die Meditation für uns beschließen und in diesem Zustand in unsere Nachtruhe hineingehen und dann gestärkt in den neuen Tag. Und dann das siebenfache Wandern. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch auch diesen kühlen Wind gespürt. Falls nicht, wie schon mal dir gesagt hat, ihr sollt euch nicht schuldig fühlen und auch nicht so viel Gedanken daran verlieren. Es wird kommen. Meditiert einfach täglich, morgens und abends. Und in diesem Sinne, Ade und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
So, und in diesem Sinne freuen wir uns natürlich, wenn wir uns nächsten Dienstag und Mittwoch auch hier wieder auf diesem Kanal sehen. Es sollte bereits eine Ankündigung geben, dass wir den Mittwochtermin möglicherweise verschieben. Nächste Woche wird er, denke ich, auf jeden Fall noch in der Form genauso stattfinden. Und danach schauen wir mal, ob es so bleibt. Halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Also nächste Woche noch alles im alten Plan und dem bestehenden Plan. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Namaste. Thank you.